Galf hat gekündigt. Weißt du etwas darüber? Wir finden einen neuen Jockey, versprochen. Es ist noch etwas passiert. Dionysos hat sich am Bein verletzt. Was? Verschwinden Sie. Oder wollen Sie Ihre Lügen vor einem Gericht unter Eid wiederholen? Aber Sie widersprechen sich in jeder Aussage. Ich wende mich an Sie, weil nur Sie verhindern können, dass mein Mann für viele Jahre unschuldig im Gefängnis sitzt. Ich suche Spuren aller Art. Bitte, Sie sind meine letzte Chance. Melden Sie sich. Meine Mutter hat früher oft gesagt, da kommt das Schicksal mal wieder von links. Ich habe damals nie verstanden, was sie damit sagen wollte. Später, als ich dann wusste, was sie meinte, wollte ich das nicht hinnehmen. Das Schicksal kommt nicht von irgendwoher. Das Schicksal bestimmen wir. Hey, das sind solche Vollidioten, das musst du dir ansehen. Hallo, mein Name ist Nicoletta von Warnstein. Mein Mann, Prinz Filippino von Odenfelde, sitzt für ein Verbrechen im Gefängnis, das er sicher auch begangen hat. Ich hätte es nie ins Internet stellen dürfen. Nein, sag das nicht. Vielleicht meldet sich ja noch jemand. Ja, irgendwelche geldgeilen Idioten. Ich dachte, ich könnte Philipp helfen. Heute weiß ich es besser. Das Schicksal kann von allen Seiten kommen. Gerade dann, wenn man es nicht erwartet. Nur der AB von Nico von Lahnstein. Gute Nachrichten bitte nach dem Pfeifton. Nicola von Lahnstein? Ich weiß, dass ihr Mann unschuldig ist. Und ich kann es beweisen. Überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass du kommst. Wieso schmeckt das so merkwürdig? Was ist das? Was hast du da reingetan? Ist das etwa... Ich dachte, du liebst mich. Das war mal vor langer Zeit. Alles, was ich jetzt noch will, ist, dass du endlich verschwindest. Wer sind Sie und was wollen Sie? Ich kann Ihnen helfen. Ich hab das Band selbst zusammengeschnitten. Das haben mir in den letzten Stunden viele gesagt. Aber sicher hat niemand dieses Band gehabt. Ich besorge einer alle Files, aus denen das Band gemacht ist. Und ich sag einer, woher die Samples sind. Wie viel wollen Sie? Nur das, was mir zusteht. 23.000 Euro. Und wieso steht Ihnen das zu? Weil ich einen Mann aus dem Gefängnis hole. Ich brauche einen Beweis. Das war mal vor langer Zeit. Alles, was ich jetzt noch will, ist, dass du endlich verschwindest. Das beweist gar nichts. Jetzt pass mal auf, Marlo. Alles, was ich jetzt noch will, ist ein Leben an der Seite von Nicola. Woher haben Sie das? Das sag ich einer, weil ich mein Geld hab. Ich habe bereits einen Ersatz für Dionysos im Auge. Lucino, ein englisches Vollblut. Sehr talentiert, hat schon einige Rennen gewonnen. Ein neues Pferd? Dana sagte, dass es Dionysos schon besser geht. Wir sollten es mit Dionysos ruhig angehen lassen. Außerdem würde Dana ihn sowieso nicht mehr fürs Rennen fit bekommen. Ja, das stimmt. Hallo, wisst ihr, wo Andi steckt? Wir waren verabredet. Ich bin mal weg. Ich muss mit Vater reden. Ich wollte mich noch bei dir bedanken. Das war echt toll, wie du dich neben Olli vor die Kamera gestellt hast. Nein, wirklich, ich hatte Gänsehaut. Und ich bin mir sicher, die Zuschauer von Alles Adel werden euch lieben. Und irgendwann, wenn ihr ein Kind adoptieren dürft, dann war das vielleicht der entscheidende Moment. Tja, nur leider sind Olli und ich dann nicht gleicher Meinung. Charlie, wieso denn gerade 23.000? Er hat gesagt, es steht ihm zu.
Und ich kann Sebastian nicht Bescheid sagen, der will sofort, dass ich die Polizei informiere. Ja, und das vollkommen zu Recht. Dieser Kerl hat gesagt, keine Polizei. Das sagen Sie immer, Nico. Ich kann das nicht riskieren. Der hat vielleicht den Beweis, dass Philipp unschuldig ist. Ja, vielleicht. Ja, und vielleicht ist das meine letzte Chance. Wann will er das Geld denn? In 2 Stunden. Und wo? Er ruft noch mal an. Olli hat mir erzählt, dass ihr euch gestritten habt. Es tut mir leid, ich wollte euch zu nichts drängen. Im Gegenteil, ich... Andi, wo steckst du? Helena, tut mir leid, warte mal ganz kurz. Hallo, das ist Fusch. Die Ritzen sind so groß, da könnt ihr ein Schwein durchscheuchen. Bis morgen ist das erledigt, klar? Andi? Du, sorry, ich musste noch mal eben was klären. Bist du denn schon auf dem Gestüt? Ja klar, ich warte hier auf dich. Wir waren zum Essen verabredet. Ja, das tut mir leid, aber das wird nichts. Ich muss hier jeden Spalt nachmessen. Morgen ist Abnahme und ich will, dass das gut wird. Das wird es, ganz bestimmt. Ich bin einmal weg. Helena, warte mal. Du kannst nichts dafür, dass Olli und ich streiten. Ich habe einfach nicht mit so vielen Leuten gerechnet. Und als diese ganzen Fremden dann über Lilly gesprochen haben, das war zu viel für mich. Kann ich verstehen. Also es ist nicht deine Schuld, sondern ich habe vielleicht ein bisschen überreagiert. Überreagiert? Christian beschließt von heute auf morgen, dass wir keine Kinder mehr wollen, ohne mit mir drüber zu sprechen. Dabei geht's hier um unsere Zukunft, nicht nur um seine, Helena. Ja, vielleicht ist er ein bisschen überfahren von deinem Tempo. Meinem Tempo? Oder eigentlich ist es meine Schuld. Ich habe dich ja sozusagen vor die Kamera gezerrt. Ja, aber nur, weil ich das auch wollte. Weil ich an die Sache glaube. Geglaubt habe. Es ging halt alles sehr schnell. Ich meine, kaum ist Lilly weg, reden wir über sie im Fernsehen. Ja, und sollen wir jetzt nur noch schwarz tragen und heulen? Lilly ist nicht gestorben. Aber sie ist sehr weit weg. Genau, und das tut weh. Verdammt sogar. Aber dann redet man eben drüber. Wofür sind wir denn verheiratet, Mann? Es fällt ihm halt sehr schwer. Was erwartest du? Er ist ein Mann. Ich habe selber so einen zu Hause. Hab mich übrigens gerade versetzt. Aber ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ist diese blöde Renovierung nicht bald fertig? Morgen ist Abnahme. Und es ist sehr wichtig für ihn, dass diesmal alles klappt. Was willst du? Er ist ein Mann. Nein, tut mir leid, ich habe bereits einige Anfragen. Ja, meinetwegen. Schicken Sie mir die Unterlagen ins Büro. Ja, ja, wiederhören. Jetzt soll ich auch noch Ehrenvorsitzender der homosexuellen Manager in Deutschland werden. 3 Anfragen in einer Stunde. Dabei ist Alles Adel nicht mal ausgestrahlt. Tja, so ein PR-Erfolg trifft. In allen Richtungen. Was kann ich für dich tun? Wir haben kein Jockey und kein Pferd. Das klingt, als hättest du nicht mal einen Rennstall. Es war mein Fehler. Die Details tun nicht zur Sache. Wie viel? 50.000 sofort und 50.000 über 8 Monate verteilt. Wir leasen ein Rennpferd für eine Saison. Die weiteren Raten sind erfolgsabhängig. Aber wir haben natürlich eine Kaufoption. Dass man Rennpferde leasen kann, ist mir neu. Wir brauchen einen neuen Champion. Sonst können wir das Projekt Rennstall begraben. Wie bitte? Wir haben diesen Rennstall aufwendig renoviert. Weil du mir versprochen hast, dass dieses Pferd Erfolg haben wird. Es war ein Unfall. Wie viel Geld willst du noch versenken, bevor wir endlich damit Geld verdienen? Wenn wir das Derby knacken, sind wir aus dem Schneider. Und wenn nicht, haben wir umsonst investiert. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es viel teurer, den Rennstall fallen zu lassen. Wir haben doch gar keine andere Wahl. Also gut. Ich besorge das Geld. Hagen. Das ist deine letzte Chance. Danke, Vater. Gehen Sie am Ende der Treppe nach rechts und folgen Sie meinen weiteren Anweisungen. Hörst mich? Ja, geh mal schneller, Marvel. Nach links. Links, schneller.
Verkehren Sie unauffällig den Platz und gehen Sie in Richtung Tiefgarage. Geh mal, die Treppe runter. Tempo, Tempo. Stopp jetzt. Drehen Sie sich um. Nehmen Sie den Umschlag und legen Sie das Geld in den Papierkorb. Dalli. Gut, jetzt geht's heim. Und was ist mit dem Tonband? Ich schicke einer die Files per Mail, sobald ich das Geld hab. Keine Angst, ich verarsche dich nicht. Wie dumm halten Sie mich eigentlich? Was? Aber ich habe das Geld doch... Vergessen's. Ich hab gesagt, keine Polizei. Ich war ehrlich zu Ihnen, aber Sie... Das war's. Hallo? Hey, nicht auflegen. Hallo? Nein, ich... Hallo? Ja, es geht um die Aufstockung unseres Dispositionskredits. Ja, ich warte. Du wolltest mich sprechen? Ich habe gerade die Landsteinbank am Apparat. Ich werde mich wohl nie an den Gedanken gewöhnen, dass unsere ehemalige Bank jetzt unser größter Gläubiger ist. Ja. Dein Bruder hat Probleme. Der Hengst ist gestürzt. Schon gehört? Das ist eine Sache zwischen Hagen und dir. Ich halte mich daraus. Wie aus all unseren Geschäften in letzter Zeit. Unser Depot unterliegt deiner Verantwortung. Es ist das Vermögen der Firma. Ich hoffe, du nimmst das ernst. Natürlich, Hallo? Ja, von Landstein. Ja. Ja, es geht um eine relativ kleine Summe. Wie bitte? Aber das ist doch nicht möglich. Ja? Ja, ich werde mich sofort darum kümmern. Wieder. Gibt es Probleme? Unsere letzte Kreditrate ist nicht überwiesen worden. Man merkt, dass ich länger nicht da war. Wahrscheinlich ein Buchungsfehler. Buchungsfehler? Du kümmerst dich wochenlang nicht um unsere Finanzen und jetzt erzählst du mir etwas von einem Buchungsfehler? Ich kümmere mich darum. Sofort. Und wieso hat er Sie dann entdeckt? Das wissen wir nicht. Sie haben versprochen, sich unauffällig zu verhalten. Hören Sie, Frau von Lahnstein. Falls dieser Mann wirklich einen Beweis haben sollte, dann wird er sich sicher wieder bei Ihnen Ich melden. hätte Sie nie informieren dürfen. Unternehmen Sie auch in Zukunft nichts ohne uns. Solche Typen wollen nur ihr Geld und können gefährlich sein. Ohne Sie hätte ich jetzt einen Beweis, dass mein Mann unschuldig ist. Ohne uns wären Sie ihr Geld los. Dass dieser Mann wirklich etwas weiß, ist reine Spekulation. Sie wollten doch gar keinen Beweis finden. Dann müssten Sie nämlich zugeben, dass Sie vielleicht einen Fehler gemacht haben. Sie können Ihr Geld jederzeit bei uns abholen. Herr Mann, gute Nachrichten. Ich trete mit den Briten wegen des neuen Vollblüters in Verhandlungen. Mein Vater hat grünes Licht gegeben. Lucino. Weiß Dana denn schon Bescheid? Nein. Herr von Lahnstein, entschuldigen Sie, dass ich so direkt bin, aber Dana quält sich, weil sie Mist gebaut hat. Dana hat mit ihrer Aktion den Erfolg des Rennstalls gefährdet. Dana ist Dionysos Trainerin und sie fühlt sich für ihn verantwortlich. Und ganz ehrlich, dieser Geifer war nicht der Richtige für Dionysos. Herr Geifer hat einen ausgezeichneten Ruf. Seine Erfolge sprechen ja wohl für sich. Aber er vertritt eine ganz andere Schule als Dana und sie kennt das Pferd wie keine andere. Dana hat Geifers Arbeit boykottiert. Den Preis kennen wir beide. Durch Dionysos Verletzung steht der gesamte Rennstall Aber ich auf finde, dem... sie hat die Prioritäten trotzdem richtig gesetzt. Dionysos ist das wertvollste Pferd, das wir im Stall haben und sie wollte es schützen. Und wir wissen beide, dass Dionysos nicht das einfachste Pferd ist. Und Sie meinen, ich hätte Dana bei dieser Personalentscheidung hinzuziehen müssen? Ja. Herr Mann? Ich weiß Ihre offenen Worte zu schätzen. Danke. Ich hätte dir nie raten dürfen, die Polizei einzuschalten. Konnten die denn mittlerweile wenigstens dein Handy orten? Ach, das ist ein richtiger Technikfreak. Der telefoniert über irgendwelche Server.
Nico, der wird sich wieder melden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er hat zu viel Angst vor der Polizei. Ablenkung vom verurteilten Mörder, Prinz Philipp zu Hohenfelden. Hier ein Interview vor seiner Zeit als Mörderprinz. Wie geht es Ihnen, Prinz? Wie soll es mir gehen? Ich stehe kurz vor der Hochzeit mit Nicola von Ladenstein. Ach, ich mach das jetzt aus. Mir geht es großartig. Überrascht. Nein, warte. Nicht bei Ihnen. Sie sind ein bekannter Gigolo und... Gigolo? Ich? Ach, das war mal... Ich habe immer etwas länger gebraucht, um die wahre Liebe zu finden. Alles, was ich jetzt noch will, ist ein Leben an der Seite von Nicola. Hast du das gehört? Warte. Hier, das musst du dir anhören. Überrascht. Überrascht. Das hat Philipp am Anfang des Interviews gesagt. Und jetzt das hier. Das war mal vor langer Zeit. Alles, was ich jetzt noch will, ist, dass du endlich verschwindest. Das war mal vor langer Zeit. Das hat Philipp genau in diesem Interview gesagt. Genau dieses Interview hat jemand verwendet, um den Beweis gegen Philipp zusammenzuschneiden. Du kennst nicht zufällig Ricky Pflock? Gut genug, um ihn anzurufen, wenn du das meinst. Ich brauche eine Liste aller Tontechniker, mit denen er damals zusammengearbeitet hat. Herr Mann, wo ist Dana? Ich habe sie überall gesucht. Ach, die ist früher nach Hause. Ihr ging's nicht so gut wegen Dionysos, Sie verstehen schon. Auch einen Kaffee? Danke. Wir gehen mit Lucino an den Start. Oh, das heißt, Sie haben die Briten bei den Verhandlungen weichgeklopft? Der Deal ist perfekt. Das Pferd ist ein Juwel. Ich glaube, wir haben einen richtig guten Fang gemacht. Herr Mann, ich bin mir sicher, dass wir mit Lucino die letzte Chance, die mein Vater uns gewährt hat, nutzen können. Und zwar wir alle, gemeinsam. Das heißt? Das heißt, dass ich mit Dana sprechen muss. Ich habe noch mal über ihre Worte nachgedacht. Und trotz allem vertraue ich ihr. Und wer, wenn nicht Dana, sollte das neue Pferd trainieren? Das sollten Sie auf jeden Fall selber sagen. Richtig. Hallo Dana. Ich erwarte dich spätestens morgen früh hier im Gestüt. Wir haben ein neues Pferd. Und ich will, dass du es so dermaßen in Form bringst, dass es für uns das verdammte Derby nach Hause holt. Verstanden? Und keine Widerrede. Sie hat verstanden. Bis morgen. Liebe Frau Schneider, bitte behandeln Sie diese Informationen höchst vertraulich. Hat mich 2 Abendessen im Schneiders gekostet. Könntest du die Datei bitte öffnen? Ja. So, das sind jetzt alle Mitarbeiter des Senders, Festangestellte und Freie. Aber Nico, bis du die überprüft hast, ist Philipp entlassen. Ach, jetzt warte mal. Hier, das sind die Tontechniker. Ja. Gibt's da nicht noch mehr Informationen? Da! Max Huber, Filmtonmeister. Tja, 089, das ist die Vorwahl von München. Ja. Der Typ am Telefon, der hatte einen bayerischen Akzent. Hier, geboren in Deggendorf. Das ist tiefstes Niederbayern. Das ist er. Nico, das muss aber nichts heißen. Ach, den müssen wir überprüfen. Ludwig, wie läuft's in der Firma? Danke. Es ist nicht schön. Ich finde, wir sollten viel häufiger ohne Frauen speisen. Welche Frauen? Deine ist ja doch abgehauen, soweit ich informiert bin. Wie dem auch sei, da keine Damen zugegen sind, können wir sogar bei Tisch über Geschäfte reden. Also, Ludwig, kaum sitzt du am Steuer, hast du die ganze Sache in den Graben gefahren. Du hast unsere Bank verprellt, Ludwig. Das ist peinlich. Es ist alles unter Kontrolle. Wahrscheinlich irgendein Buchungsfehler. Ich habe nachher noch mal einen Termin bei der Bank. Heute noch? Ja. Ein zwangloses Treffen in der Stadt. Gute Gelegenheit, die neuen Geschäftsführer kennenzulernen. Du weißt, dass aufgrund einer Zahlungsverzögerung der Kredit jederzeit gekündigt werden kann. Dann wäre die gesamte Kreditsumme sofort fällig. Es gibt keinen Grund, die Zusammenarbeit mit uns zu kündigen. Frau Kommissarin, was kann ich für Sie tun? Was? Ja, natürlich. Ich komme sofort. Ist was passiert? Das kann man wohl sagen. Ich hatte nach Philipps Festnahme das Mandat wieder aufgenommen. Jetzt stellt sich heraus, die Tonbandaufnahme war eine Fälschung. Die Polizei hat den Fälscher eben verhaftet. Das würde ja bedeuten... Dass Philipps Unschuld bewiesen ist. Der Mann wird gerade verhört. Ich muss sofort aufs Präsidium. Du bist mein Star. Ja, findest du? Man kann das so abnehmen lassen? Ja, hier möchte man sofort Pferd sein. Ich will hier einziehen. Einziehen? Wie wär's denn mal mit ausziehen? I know
I don't fit in that mold, but I'm yours. Nico, Charlie, du bist auch hier? Ich habe gehört, es gibt Neuigkeiten. Ja, wir konnten den Fälscher eines wichtigen Beweisstückes dingfest machen. Und damit haben wir bewiesen, dass Philipp unschuldig ist. Wieso ihr? Naja, eigentlich Nico. Also, wir haben über diesen Ricky Pflock, ja, aber einen gewissen Max Huber gefunden, gebürtiger Bayer. Von dem Ricky Pflock sagte, er sei ein Technikgenie. Und jetzt kommt's. Ich verstehe wirklich nicht, wo die bleiben. Dieser Max Huber hat den Sender verklagt, hat den Prozess aber verloren, weil er nur freier Mitarbeiter war. Wir haben die Polizei angerufen, die sind zu diesem Max Huber gefahren und er hat sofort gestanden. Ja, Sebastian war bei der Befragung kurz dabei. Dieser Typ war sogar froh, dass die Sache endlich vom Tisch ist. Er hat nämlich nur für Antonia gearbeitet, weil sie ihn damals erpresst hat. Ja, trotzdem wäre Philipp dafür beinahe für immer ins Gefängnis gegangen. Also ich kann wirklich nicht länger hier rumstehen. Ich werde draußen warten. Ja, Nico, ich komme mit. Wir sehen uns später im Schneiders, da erkläre ich dir alles noch mal im Detail. Ich glaube immer noch, dass wir großen Einfluss auf unser Schicksal haben. Wir können zumindest dafür kämpfen, unser Leben selbst zu bestimmen und unser Schicksal in die Hand nehmen. Das erfordert Kraft, Disziplin und Ausdauer. Und man braucht Geduld. Denn manchmal ist es besser abzuwarten und das Schicksal nicht herauszufordern. Es tut mir leid. Mir tut es leid. Doch oft geht das Schicksal Wege, die wir nicht beeinflussen können. Manchmal kommt das Schicksal eben von links. Ansgar? Ich bin mit dem Besitzer der Lahnsteinbank verabredet. Eben. Steig ein. Doch woher das Schicksal auch kommt, ob von links oder von rechts, ob wir dafür gekämpft haben oder ob es uns in den Schoß gefallen ist, wir müssen es akzeptieren. Manchmal fällt uns das ziemlich leicht.